Im Osten Frankreichs liegt eine der vielfältigsten Regionen des Landes, das Elsass. Einflüsse aus 2 Ländern sorgen für einen kulinarischen Mix aus französischer Leichtigkeit und deutscher Bodenständigkeit. Die Elsässer pflegen Traditionen und sind stolz auf ihre Spezialitäten. Jede Jahreszeit bringt andere Köstlichkeiten hervor. Ich lade Sie ein, zu probieren, was bei uns gut ist. Willkommen im Elsass. Bienvenue en Alsace. Auf unserer Reise durch das Elsass lernen wir im Frühling eine traditionelle Melkerfamilie kennen, die in den hohen Vogesen Wanderer mit selbstgemachten Spezialitäten versorgt. Der Käse ist sehr mild und zergeht auf der Zunge. Im Frühsommer besuchen wir ein Imkerpaar, das in den Ausläufern der Vogesen Honig erntet. Wunderbar. Und einen Teil der Ernte im Winter nach Familienrezept zu köstlichem Lebkuchen verarbeitet. Das hat meine Großmutter schon zubereitet. Das ist ein warmes und heimeliges Gefühl. In Europas Hauptstadt des Sauerkrauts erfahren wir, was das Elsässer Engelshaar so besonders macht. Das Einzigartige dieses Kohls ist wohl der Geschmack. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kohlsorten hat er keinen bitteren Nachgeschmack. Und probieren das Choucroute auf typisch elsässische Art. Köstlich. Das schmeckt großartig, wirklich super. Und ganz neu interpretiert. Das ist super. Zwischen Deutschland und der Schweiz liegt das Elsass im Herzen Europas. Unsere Reise durch das Jahr beginnt in Pfühl-Griesheim im Nordelsass. Mitten im Ort liegt die Windstub Bürestübel. Traditionelle Weinstuben gibt es in der Region überall. Elsässer Weine werden hier kombiniert mit klassischen Gerichten aus der Hausmannskost, wie zum Beispiel dem Flammkuchen von Pierre Mayer. Die Idee des Flammkuchens: man isst ihn mit den Fingern, teilt ihn mit Freunden und Familie und hat einen tollen Abend. Manchmal tropft es von den Fingern, aber das ist nicht so schlimm. Dazu ein gutes Glas Wein. Und wenn man zu viel gegessen hat, einen kleinen Schnaps. Das ist elsässische Gemütlichkeit, vereint in einem einfachen Gericht, dem Flammkuchen. Von weit her kommen die Menschen nach Pfühl-Griesheim, um Piers Flammkuchen zu probieren. Den Teig bereitet er nach traditionellem Rezept noch selber zu, was sogar im Elsass heute eine Seltenheit ist. Flammkuchen oder Flammküche, wie die Einheimischen sagen, geht auf eine bäuerliche Tradition im Nordelsass zurück. Bevor das Brot in den Ofen kam, mussten die Bauern überprüfen, ob er die richtige Temperatur hatte. Dazu schnitten sie ein kleines Stück Teig ab und legten es für einige Minuten auf die heiße Steinplatte an die Flammen. Wenn das Teigstück schnell knusprig wurde, war die Temperatur genau richtig. Belegt wurde mit dem, was gerade da war. Der Flammkuchen war geboren. Flammkuchen besteht aus einem einfachen Hefeteig aus Naturhefe. Dazu kommt saure Sahne, die wir bei uns in Carlsberg von einem Landwirt herstellen lassen. Wir machen dazu eine Mischung aus Pfeffer, Mehl, Rapsöl, speziell für den Flammkuchen. Dazu kommt saure Sahne und geräucherter Speck, ebenfalls vom Bauernhof. Dann backen wir das Ganze im sehr heißen Ofen, bei 380 Grad. Nur 1 Minute Backzeit. Die Flammkuchenrezepte unterscheiden sich im Elsass von Dorf zu Dorf und wandelten sich über Generationen. Dieses Rezept stammt von meiner Großmutter. Wir mussten es natürlich etwas dem Zeitgeschmack anpassen. Früher hat man nur saure Sahne benutzt und keinen Speck. Dazu dann die Zwiebeln. Aber die Zeiten ändern sich. Jetzt nehmen wir Speck und Crème fraîche.
manchmal auch Münsterkäse oder Gruyère. Manche tun Pilze dazu. Für uns bleibt es aber beim traditionellen Flammkuchen. Und der wird bei hoher Temperatur gebacken. Die Flammen sollen die Ränder knusprig machen. Besonders pikant wird der Flammkuchen durch die Zugabe einer typischen Elsässer Käsespezialität, dem Münsterkäse. Münsterkäse. Kaum ein Flammkuchen wird ohne ihn gemacht. Er riecht sehr streng, wenn man ihn in den Saal bringt. Aber daran gewöhnt man sich. Pierre will die Kunst des Flammkuchens weitergeben an die nächste Generation. Mit meiner Frau arbeite ich seit 1991 hier. Meine Großmutter hatte bereits 1942, 1943 angefangen. Damals hieß das Lokal noch zur Post. Meine Eltern haben es 1973 in Bürrestübel umbenannt. Die Geschichte wird nun fortgesetzt und meine Kinder werden es übernehmen. Seit 10 Jahren arbeiten wir zusammen. Eine schöne Familiengeschichte. Die Geschichte der Windstub-Bürrestübel setzt sich fort. Und die leckeren Flammkuchen nach Großmutters Rezept werden auch in den folgenden Generationen ein echter Klassiker bleiben. Guten Appetit! Nur 15 Kilometer weiter südlich liegt der Regierungssitz und die Hauptstadt des Elsass. Direkt an der deutschen Grenze gelegen, verbindet Straßburg in seiner Kultur und Architektur deutsche, französische und europäische Einflüsse. Hier sitzt neben dem Europaparlament auch der Europarat. Das Straßburger Liebfrauenmünster ist das Wahrzeichen der Stadt. Victor Hugo beschrieb es als Wunder. Unermesslich und zierlich zugleich. Auf dem Bauernmarkt herrscht reger Betrieb. Jeden Samstagmorgen bringen die Händler Köstlichkeiten aus dem gesamten Elsass in die Stadt. Gemüse, Fisch und Backwaren kommen von kleinen Bauernhöfen in der Region. Das meiste hier ist Bio. Die Besonderheit dieses Marktes ist, dass es nur Produkte gibt, die im Elsass hergestellt werden. Alle Verkäufer produzieren selbst. Nichts wird dazu gekauft. Die Straßburger kommen in Scharen. Sie mögen den Kontakt zu den Verkäufern. Seit 20 Jahren. Eine Kundin seit 20 Jahren. Die Leute kommen, um den Kontakt zu pflegen, frische Produkte zu kaufen und die dummen Sprüche der Verkäufer zu hören. Es gibt keinen Zwischenhandel. Man spricht direkt mit dem Erzeuger. Wir achten darauf, was wir essen und woher es kommt. Wir mögen, dass es zentral ist und wir zu Fuß herkommen können. Dahinter steckt ein ökologischer Ansatz. Ich war 20 Jahre alt und mein Vater hatte eine kleine Fischzucht. Als wir hier ankamen, suchten die Leute nach einem Qualitätsprodukt. Vor allem hier in Straßburg und im Umland gibt es wirklich viele Leute, die Qualität verlangen. Jeden Samstagmorgen biete ich Forellen an, die kurz zuvor gefangen wurden. Die Schlange vor der Boulangerie. Ein typisches Bild am Wochenende. In Frankreich ist man stolz auf das Backhandwerk und die große Vielfalt an herzhaftem und süßem Gebäck. Allem voran das Baguette. Rund 6 Milliarden Stück werden in Frankreich pro Jahr verkauft. In einer kleinen Bäckerei nahe der Innenstadt bereitet Auszubildende Agathe Manin heute das erste Mal Baguettes zu. Nur 4 Zutaten braucht das traditionelle Baguette: Wasser, Hefe, Mehl und Salz.
2022 wurde es in die Liste des Kulturerbes der Vereinten Nationen aufgenommen, um für die Ewigkeit bewahrt zu werden. Die sind sehr schön geworden. Ehrlich, das habe ich gut gemacht. Und woran erkennt man ein gutes Baguette? Daran, dass der Teig aufgegangen, goldbraun und knusprig ist und man den Sauerteig herausschmeckt. In Eppendorf, im Nordelsass, zieht Marie-Antoinette Christ eine typisch französische Delikatesse auf. Die Weinbergschnecke. Rund 30.000 Tonnen Schnecken verzehren die Französinnen und Franzosen pro Jahr. Bis die in Knoblauchsoße und Butter auf den Tellern guter Restaurants liegen, brauchen sie viel Pflege und Zuwendung. Diese Schnecken sind nachtaktiv, das heißt, man muss sie abends füttern. Wenn ich zu spät komme, warten sie schon auf den Holzbrettern. Sie sind sozusagen schon in den Startlöchern, weil sie fressen wollen. Und wenn ich mich nicht beeile, landet das Futter beim Streuen auf ihren Häusern. Und das mögen sie gar nicht. Schnecken sind sehr sauber. Sie mögen es nicht, wenn sie schmutzig werden. Also muss ich mich beeilen, um das Mehl auf die Bretter zu streuen. Und wer hätte es gedacht? Schnecken sind schneller, als man denkt. Die Schnecke bewegt sich in einer Stunde 7 Meter vorwärts. Wenn also manche 7 Meter in die eine Richtung ziehen und andere 7 Meter in die entgegengesetzte, dann macht das schon 14 Meter. Gar nicht so langsam. Ich hatte früher einen ganz anderen Beruf. Ich war kaufmännische Assistentin und nur im Büro oder auf Reisen. Das hatte gar nichts mit Schnecken zu tun. Aber jetzt möchte ich mehr in der Natur sein und in der Küche. Den Großteil der Schnecken verkauft Marie-Antoinette direkt in ihrem eigenen Laden. Der Rest geht an Restaurants in der Umgebung. Schnecken haben einen ganz eigenen Geschmack. Leicht nussig. Die Schneckeneier kann man auch essen. Man nennt sie Schneckenperlen. Hören Sie das? Das Quietschen. Das sind keine Schnecken, sondern meine kleinen Enten, die heute Morgen geschlüpft sind. Schauen Sie, wie klein die sind. Wenn ich alle meine Schnecken geerntet habe, dann kommen die kleinen Enten und putzen die Anlage, indem sie die Nacktschnecken fressen. Denn ich möchte nicht, dass sie sich bis zum nächsten Jahr vermehren und mit meinen Schnecken zusammenleben. Sie sind Konkurrenz, weil sie dasselbe fressen. Und ich züchte lieber Weinbergschnecken, da ich für die Nacktschnecken noch keine Rezepte gefunden habe. Ich habe ungefähr 15 verschiedene Rezepte mit Schnecken. Normalerweise kennt man Weinbergschnecken an Butter, Knoblauch und Petersilie. Aber ich biete sie auch in anderen Variationen an. Zum Beispiel als Brotaufstrich zu Toast. In Cassolette, also mit einer Sahnesoße oder sogar als Suppe. Es gibt da keine Grenzen und das sieht man an den Restaurantbesitzern, die super inspiriert sind, andere Rezepte auszuprobieren. Nicht nur mit der puren Schnecke, die man im Gehäuse serviert. In Marie-Antoinettes Laden 1001 Schnecke kauft Arnaud Zink regelmäßig für sein Abendmenü ein. Guten Tag. Geht es Ihnen gut? Sehr gut. Und selbst? Sehr gut, danke. Super. Ich nehme 6 Dutzend. Geben Sie mir bitte 5 Gläser mit je 6 Dutzend. Okay. So in Ordnung? Ja, sehr gut. Wissen Sie schon, was Sie daraus machen? Ja, ich werde sie mit einer Forelle von der Kircherzucht kombinieren. Okay, das wird wie immer sehr gut schmecken. Danke und gutes Gelingen. Vielen Dank und bis bald. In Gundershoffen im Nordelsass betreibt Arnaud ein Restaurant, das zu einem idyllischen Hotel gehört. Auf dem Gelände einer ehemaligen Getreidemühle kocht Arnaud modern und raffiniert. Immer im Rhythmus der Jahreszeiten.
Typisch Elsass, das ist Sauerkraut, die Wurst, die Forellenzucht, die Schnecken. Ich versuche, die elsässischen Produkte zu verfeinern. Ich mache kein klassisches Sauerkraut. Jeder hat ja seine eigene Art zu kochen. Hier im Restaurant wollen die Leute keine Hausmannskost essen. Die Schnecken von Marie Antoinette gibt es an Lachsforelle, Pilzen und Bärlauchcreme. Arnaud kreiert alle Rezepte selbst, je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit frischer Produkte. Inspiriert ist er von seinem ehemaligen Chef, dem Sternekoch François Paul. Der war es auch, der ihm 2013 anbot, das Restaurant auf dem Gelände der alten Mühle zu übernehmen. Und einige seiner sternegekrönten Gerichte. Arnaud hat mit mir gearbeitet und er hat ein paar Rezepte, die meine Handschrift tragen. Jetzt im Frühling macht er zum Beispiel die gefüllten Morcheln, die er von mir übernommen hat. Seine Küche entspringt unserer gemeinsamen Arbeit, aber sie entwickelt sich weiter. Er modernisiert sie und hat sie auf sich zugeschnitten. Ich habe 7 oder 8 Jahre lang für Herrn Paul gearbeitet. Eines Tages sagte er, willst du nicht ein Restaurant nebenan im Hotel eröffnen? Und ich sagte, ja, warum nicht? François Paul und seine Frau Annie gaben das Restaurant in gute Hände. Und die Morcheln. Ich habe die Morcheln von Arnaud gestern Abend zum ersten Mal probiert. Sie schmeckten besser als unsere, weil sie viel leichter waren. Fabelhaft. Er hat das Gericht abgespeckt und mit einer kleinen Maiscreme versehen, nicht wahr? Das ist es. Obwohl die Pauls noch auf dem Gelände wohnen, die nächste Generation hat übernommen. Gemeinsam mit Frau Corinne ist es Arnaud gelungen, das Nordelsass weiter mit gehobener Küche zu beglücken. Wir wussten, dass es sich um seriöse, gewissenhafte Leute handelt. Und wir haben ihnen den Auftrag mit vollem Vertrauen erteilt. Wir sind sehr froh, dass unsere Geschichte weitergeht mit unseren ehemaligen Mitarbeitern. Das ist für uns pures Glück. Am Anfang haben uns die Pauls unterstützt, aber jetzt macht jeder sein eigenes Ding. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir wohnen ja hier alle auch am gleichen Ort. Generationenwechsel geglückt. Mitte Mai in Orod, am östlichen Ausläufer der Vogesen. Mathieu Desbach ist Bergbauer in der 5. Generation. Seit dem frühen Morgen bereitet er mit seiner Frau Aurélie die Kühe auf einen der wichtigsten Tage im Jahr vor. Festlich geschmückt geht es für sie nach einem langen Winter zurück auf die Alm. Der Almauftrieb ist einer der schönsten Tage des Jahres. Im Sommer leben wir auf dem Berggasthof Tré und im Winter auf unserem Hof in Orod. Da füttern wir die Kühe mit dem gesunden Heu, das wir im Sommer geerntet haben. Bei meinem ersten Almauftrieb war ich 11 Tage alt. Seitdem habe ich keinen mehr verpasst. Der Almauftrieb dauert 2 Tage. Die Kühe laufen zügig. Alle, die mitwandern, müssen sich beeilen. Die Kühe wissen, was los ist. Die Älteren kennen sich genau aus. Sie brauchen uns eigentlich gar nicht, um den Weg zu finden. Der Weg führt die Truppe durchs Münstertal in Richtung Süden. Rund 800 Höhenmeter müssen die Wandernden in 2 Tagen überwinden. Es macht mich glücklich zu sehen, dass die Leute diese Tradition so schätzen. Wir freuen uns immer, wenn sie dabei sind.
Der Marsch ist anstrengend. Landwirt Mathieu sorgt unterwegs für genügend Verschnaufpausen für Mensch und Kuh. Seine Eltern marschieren selbstverständlich auch mit. Wir sind dankbar und froh, dass wir sie haben. Gutes Personal ist schwer zu finden. Wir hoffen, dass unsere Kinder eines Tages auch Lust haben, das in der nächsten Generation weiterzuführen. Die Deybachs stammen aus einer traditionellen Melkerfamilie. Mathieu und Aurélie übernahmen den Hof 2020. Nach mehr als 30 Kilometern Fußmarsch ist der Bergort Markstein endlich in Sicht. Von Müdigkeit bei der Truppe keine Spur. Auf dem Berggasthof Dreh steht die große Feier bevor. Wie jedes Jahr segnet Priester Mathieu die Kühe für die neue Saison. Das soll für reiche Erträge sorgen. Jetzt ist der Moment, die schönen Kühe hinter uns zu weihen und um Segen zu bitten, damit ein gutes Lebensmittel für uns Menschen entsteht. Ich rufe dich, o Herr, und deinen Segen für dein Geschöpf. Du, der uns unsere Gnade gibt und sorgt für unser Wohl, segne diese Kühe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Während die Kühe vom Ritual wenig beeindruckt scheinen, ist der Almauftrieb für die Menschen im Münstertal von großer Bedeutung. La tradition en Alsace, die elsässische Tradition findet sich vor allem im Dialekt und in der Küche wieder. Hier auf den Bauernhöfen gibt es die traditionelle Melkermahlzeit. In dieser Mahlzeit steckt die Qualität unserer Freunde, der Tiere und auch die Liebe, die die Bauern ihren Herden entgegenbringen. Die Wanderung ist geschafft. Doch für die Bergbauern wird der Abend noch lange dauern. Heute Abend gibt es dann ein großes Fest, um allen zu danken. Allen treuen Kunden und Freunden, die gekommen sind, um zu helfen. Wir wollen diese 2 Tage feiern, die sehr gut gelaufen sind. Aurélie und Mathieu versorgen die Wandernden der letzten 2 Tage mit Herzhaftem aus Eigenproduktion. Es gibt noch viel zu tun. Und trotzdem sind sie erleichtert. Die Herde ist gut angekommen und die Wanderung verlief reibungslos. Jetzt gibt es den Aperitif und dann wird gegessen. Wir sind sehr zufrieden und können endlich durchatmen. Das Fest kann beginnen. Das gibt es nur im Elsass. Wir lieben den Almauftrieb. Aber vor allem lieben wir es zu feiern und gut zu essen und zu trinken. Das ist typisch Elsass. In der Nähe der Weinstraße, geschützt von den benachbarten Vogesen, liegt das 600-Seelendorf Breitenbach. Abseits touristischer Pfade schmiegt sich das Landschaftshotel 48 Grad Nord sanft an die Hügel von Breitenbach. Die Philosophie? Authentisch und nah an der Natur. Die Gäste wohnen in 14 Holzhütten, sogenannten Tiny Houses. Die Architektur ist inspiriert von skandinavischem Minimalismus.
Hotelier Émile Leroy-Jønsson ist halb Franzose, halb Däne. Er hat die Hotelanlage selbst entworfen. Ich war oft in Lappland wandern, also im Norden von Schweden und Norwegen, weil ich Däne bin und die Berge liebe. Ich liebe es, völlig im Nirgendwo zu sein. Auf den Routen, oben auf den Bergen, gibt es kleine, leerstehende Hütten. Dort kann man die Nacht verbringen, mitten in der wunderbaren Landschaft. Als Architekt, der Landschaft und Natur liebt, wollte ich das reproduzieren. Ich wollte die Landschaft mit Design, Natur, Kultur und Landwirtschaft verbinden. Von der Idee bis zur Eröffnung brauchte Émile 10 Jahre. Die Herausforderung? Ein Hotel zu bauen, das sich in die Landschaft einfügt, ohne heimische Arten zu vertreiben. Alle unsere Materialien kommen aus der Umgebung. Das Kastanienholz für die Hütten wurde 200 Meter entfernt geschlagen. Die Steine 20 Kilometer von hier gebrochen. Die Anlage besteht eigentlich nur aus Materialien aus unseren Bergen und der Ebene. Auch so kann man im Elsass wohnen. Lokal ist auch die Küche, die im Restaurant des 48 Grad Nord angeboten wird. Hier kommen nur Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung auf den Tisch. Dafür arbeitet Küchenchef Frédéric Metzger eng mit den umliegenden Bauern zusammen. Die Kräuter für das Abendessen sammelt Frédéric im hoteleigenen Gemüsegarten. Was auf den Teller kommt, darf maximal 50 Kilometer entfernt hergestellt oder gewachsen sein. Importierte Produkte gibt es nicht. Das gefiel am Anfang nicht jedem. Zu Beginn war es schwierig. Wir hatten Kunden, die nicht verstanden haben, warum wir keinen Pfeffer benutzen, keinen Ricard haben. Wir haben gemerkt, dass wir unser Konzept besser erklären müssen. Vielleicht haben wir hier manche Lebensmittel nicht, aber dafür machen wir andere eben selbst. Das haben die Leute nach und nach besser verstanden. Ein großer Teil unserer Gäste kommt jetzt hierher, um die Spezialitäten unserer Küche zu entdecken. Hallo Fred. Hallo Émile. Wie geht's? Gut. Und dir? Was hast du da? Ein paar Kräuter für heute Abend. Frischen Salbei. Cool. Treffen wir uns später unten? Machen wir. Bis gleich. Frédéric verwendet viel Gemüse und mischt verschiedene kulinarische Einflüsse. Je nachdem, was saisonal ist und gerade im Gemüsegarten wächst, stellt er jeden Tag ein anderes Menü zusammen. Mit Kreativität und Mut für Neues. Alors effectivement, je suis alsacien, mais tu vas pas retrouver chez moi Ich komme aus dem Elsass. Aber bei mir gibt es kein Sauerkraut. Ich bin von der nordischen Küche beeinflusst. Da steht das Produkt im Vordergrund. Also wenn ich einen Blumenkohl mache, dann soll der im Vordergrund stehen. Das macht die raue nordische Küche aus. Aber bei den Soßen und der Butter beeinflusst mich die französische Küche. Und auch die japanischen Kochtechniken wende ich an. Diese 3 Küchen sind meine Leidenschaft. Qui me passionne. Wir fermentieren viel, da im Winter ja kein Spargel oder Kohl bei uns wächst. Also machen wir das Gemüse in der Hochsaison haltbar. Wir füllen es in Gläser mit einer Milchsäuregärung, Salz und Wasser. So können wir auch im Winter damit arbeiten und haben ganz andere Aromen. Der Blumenkohl wird mit Trüffeln verfeinert, die vorher in Honig eingelegt wurden. Wir wollen CO2 bei der Gemüseproduktion verringern. Das hat noch weitere Vorteile. Ich gehe zu jedem Bauernhof selbst. Daher weiß ich, woher mein Kohl, mein Fleisch und mein Wein kommen. Wir arbeiten lokal und kennen jeden einzelnen Bauern. So können wir auch beurteilen, wie sie arbeiten.
Durch die Spezialbehandlung des wilden Salbeis bekommt der Blumenkohl ein rauchiges Aroma. Als Vorspeise gibt es dann doch Sauerkraut, aber ganz anders als gewohnt. Hier bereiten wir eine Mousse aus fermentiertem Kohl zu. Das ist ein ähnliches Verfahren wie beim Sauerkraut. Die Sauerkrautmousse wird serviert mit rohem Eigelb, salzigen Dampfnudeln und einer atemberaubenden Aussicht. Bon Appetit! So trifft Haute Cuisine auf ausschließlich lokale Produkte. Für Frédéric ist das mehr als nur eine Überzeugung. Das ist super. Das ist vielleicht etwas hart ausgedrückt, aber ich habe 2 Kinder und ich will ihnen keinen Mist zu essen geben. Und das gilt auch für unsere Gäste. Wir wollen ihnen etwas Besonderes bieten. Hier gibt es nicht einfach Steak und Pommes. Es fängt schon in dem Moment an, wenn du dich hinsetzt, egal ob auf der Terrasse oder im Restaurant. Ich will hier ein wirkliches Erlebnis schaffen. Von futuristischer Architektur zurück ins Mittelalter. Rund um die Vogesen zeugen zahlreiche Burgen und Ruinen von der reichen Vergangenheit des Elsass, eine der burgenreichsten Regionen Europas. Die Burg Neuwindstein liegt auf einem Plateau aus Vogesensandstein. Sie ist bis heute gut erhalten. Ganz im Westen liegen die Hügel des sogenannten Elsässer Piemont und die Bienenstöcke von Olivier Gottorp. (2001) gründete er die erste Bio-Imkerei im Elsass. Im Mai und Juni wird geerntet. Der beste Honig ist der, der im Bienenstock ist. In diesem Jahr haben wir eine sehr schöne Akazienernte. Wir haben Glück, denn die ernten wir nicht in jedem Jahr. Im Bienenstock kann man die Ernte schon erahnen. Die Rahmen sind komplett gefüllt. Die Bienen haben sehr gut gearbeitet. Ich probiere den Honig gleich, um zu wissen, ob er wirklich den Akaziengeschmack hat. Ich gucke mir schon mal die Farbe an und nasche natürlich. Wunderbar. Einen Schutzanzug braucht Olivier bei seinen Bienen nicht. Der Rauch aus dem Smoker beruhigt die Insekten.
Außerdem arbeitet Olivier nur mit besonders freundlichen Exemplaren. Ich arbeite mit einem Züchter zusammen, dessen Bienen sehr sanftmütig sind. Ich denke, dass die Bienen spüren, ob ich ruhig, gestresst oder mit ihnen im Einklang bin. Dann sind sie auch ruhig. Die Bienen haben einen Charakter, aber auch der Imker, der die Bienen pflegt, hat Einfluss darauf. Imkern im Einklang mit der Natur. Das ist der Anspruch der Gottorps. Belohnt werden sie mit einer großen Vielfalt an Honig. Hier haben wir sehr schöne Honigsorten. Im Elsass haben wir das Glück, alle möglichen Sorten zu haben. Und ich allein kultiviere 5 verschiedene in einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometern. Neben dem Akazienhonig sind das Sorten aus Frühlingsblüten, Tannen- und Lindenblüten sowie Berghonig. Etwa 8 Tonnen Honig produziert Olivier im Jahr. Die gehen vor allem an Geschäfte und Hotels im ganzen Elsass. Einen Teil verkaufen die Gottorps direkt im Hofladen und auf Märkten in der Gegend. In der kleinen Imkerei in Frelon wartet Isabelle Gottorp bereits auf die vollen Waben. Das Imkerpaar kann heute gut von den Erträgen leben. Das Familienunternehmen floriert und der Honig der Gottorps ist im Elsass bekannt. Donc, il a commencé 2001 hat es mit 200 Bienenstöcken angefangen. Das lief sehr gut. Damals war es noch einfacher als heute, den Honig herzustellen. 10 Jahre später haben wir uns kennengelernt, 2011. Wir haben schnell angefangen, zusammenzuarbeiten, denn man benötigt immer ein paar Leute mehr bei dieser Arbeit. Dieser Beruf ist sehr anstrengend, doch es kann auch positiv sein, wenn man spürt, was man geschafft hat. Man ist im Hier und Jetzt und sieht den Honig in seiner vollen Pracht. Ich denke mir manchmal, was für ein Geschenk. Man sieht, was einem die Natur zurückgibt. Und das macht die Liebe zu unserem Beruf aus. Nach der Ernte bringen wir den Honig hierher. Dann schauen wir, ob er reif ist und überprüfen seine Feuchtigkeit. Wenn er reif ist und die Ernte gut, kann der Honig 2 bis 3 Jahre gelagert werden, bevor wir ihn verkaufen. Wir öffnen jetzt den Wachsfilm, um den Honig maschinell aus den Waben zu holen. Er ist jetzt haltbar. Er benötigt keine weitere Verarbeitung, keine Filtration. In Frankreich produzieren 30% aller Imkerinnen und Imker biologischen Honig. Imkern nach Biostandard verpflichtet die Gottorps, ihre Bienenstöcke in Wildnisgebieten mit hoher Biodiversität aufzustellen. Isabelle und Olivier führen ausschließlich biologische Schädlingsbehandlungen durch, die keine Rückstände im Wachs hinterlassen. Das bringt auch Herausforderungen mit sich. Warme Winter lassen Parasiten länger überleben. Zugelassene Biomedikamente variieren in ihrer Wirksamkeit von Bienenstock zu Bienenstock. Deshalb müssen die Bienen regelmäßig kontrolliert werden.
Im Frühling schleudern wir den Honig, aber der Großteil der Arbeit findet draußen statt. Die größte Herausforderung des Imkers ist es, die Bienen erfolgreich überwintern zu lassen. Denn egal ob Regen oder Schnee, die Bienenstöcke bleiben auch im Winter draußen. Man muss besonders aufmerksam sein, damit die Bienen in der Natur alles finden, was sie benötigen. Ich bin Bio-Imker aus Überzeugung. Dabei ist es wichtig zu wissen, was man im richtigen Moment für die Bienen tun muss. Der Klimawandel macht unsere Arbeit nicht einfacher. Zurück in den hohen Vogesen, auf dem Grand Ballon, wo inzwischen Hochsommer ist. Der Grand Ballon ist mit 1424 Metern der höchste Berg der Vogesen. Zu dieser Jahreszeit lockt er viele Touristinnen und Touristen an. Der Aufstieg lohnt sich. Bei gutem Wetter ist von hier oben sogar die Rheinebene in Deutschland zu sehen. Und ganz entfernt die Alpen. Nur wenige Kilometer weiter, an der Vogesenkammstraße, ist Familie Deybach in der Hochsaison angekommen. Bauer Mathieu ist schon seit 6 Uhr früh auf den Beinen. Kurz nach Sonnenaufgang ist es Zeit zu melken. Wir lieben diesen Beruf wegen der Tiere. Die Kühe sind ein Teil unserer Familie, viel mehr als nur Tiere. Kühe werden etwa 15 bis 16 Jahre alt. Ich bin 25. Manche begleiten mich also schon mein halbes Leben. Sie gehören zur Familie. Chopin zur Beruhigung. Die klassische Musik kommt vom Band und soll die Tiere beim Melken entspannen und für mehr Milch sorgen. Mathieu stellt aus der frischen Milch Münsterkäse her. Eine Spezialität mit langer Tradition. Es gibt ihn schon seit vielen Jahrhunderten. Seit 1969 hat der Weichkäse mit der starken Persönlichkeit eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Um die einzuhalten, muss er in Handarbeit hergestellt werden. Also alles wie damals. Der Käse ist sehr leicht herzustellen, aber man muss natürlich wissen, wie es geht. Wichtig ist, die Milch nach dem Melken schnell weiter zu verarbeiten, am besten noch warm. Mathieu gibt Lab dazu, das die Milch gerinnen lässt, und schneidet die Masse, bevor sie zum Abtropfen in kleine Behälter gefüllt wird. In 2 Wochen wird der Käse fertig sein. Der Käse lässt sich einfach herstellen. Der Nachteil ist nur, dass er klein ist und viel Milch benötigt. Wir machen viele solcher kleinen Laibe, ungefähr 80. Bis zum Verkauf sind ca. 20 Arbeitsschritte nötig. Vom Bergkäse hingegen, der 15 bis 20 Kilo wiegt, machen wir nur 1 oder 2. Der Aufwand ist also geringer. Vater Jean-Paul schaut nach dem Rechten. Das sieht nach guter Arbeit aus. Ja, das sind 50 Liter. Hast du die Kühe weggebracht? Ja, ich habe sie zum Gasthaus gebracht. Wir sind die Eltern. Wir wissen, wie die Arbeit auszusehen hat. Sie machen das eigentlich wie wir.
haben aber ihre eigene Art und Weise. Hin und wieder gucken wir zu und versuchen Ratschläge zu geben, ohne es wirklich zu wollen. Mal verziehen die Jungen dann das Gesicht, mal lachen wir gemeinsam. So ist das eben. Die Münsterkäse werden während der Reifung regelmäßig mit Wasser gewaschen und gesalzen. Dadurch haben sie einen ganz eigenen Geschmack. Dieser Käse riecht ziemlich stark, aber das ist nur der Geruch. Wenn man ihn isst, schmeckt er sehr mild und zergeht auf der Zunge. Das liegt an den Pflanzen, die unsere Kühe fressen, und daran, dass wir den Käse alle 2 Tage mit Salzwasser waschen. Sein Geschmack hat viel Charakter. Während Mathieu mit dem Münster beschäftigt ist, nimmt Mutter Geneviève die Enkelinnen Camille und Hélène mit zum Blaubeerpflücken. Da, schau, da siehst du ein paar. Das sind auch welche. Dann pflück sie. Da ist auch noch eine. Guck mal da, der Strauch ist ganz voll, Camille. Nimm den Stock weg, dann kannst du sie pflücken. Geneviève backt Blaubeertart nach Familienrezept. Es ist schön, das Rezept an die nächsten Generationen weiterzugeben. Ich hoffe, dass es noch lange so geht und ich es eines Tages meiner Enkelin zeigen kann. Für den Teig braucht man 1 Kilo Mehl, 500 Gramm Butter, etwas Zucker und Wasser. Darauf kommen dann gut 1 Kilo Blaubeeren. Die Blaubeertart gehört neben dem Münsterkäse fest zur Melker-Mahlzeit, die auf dem Berggasthof angeboten wird. Jeden Morgen backt Geneviève mindestens ein Dutzend dieser süßen Kuchen. Für die Füllung nehme ich dann noch 5 Eier und Zucker. Du sucre pour faire le flan. Das kommt dann in den Ofen. Neben Kuchen und Münsterkäse gehören traditionell Fleischpastete und geschmorte Kartoffeln zur Melker-Mahlzeit. Die müssen einmal raus, bitte. Früher haben die Melker das herzhafte Menü nach einem langen Tag auf der Alm noch selbst genossen. Heute wird es vor allem Wanderinnen und Wanderern serviert, die auf der Hütte Halt machen. Alles ist aus eigener Herstellung. Am anderen Ende des Elsass, nahe der deutschen Grenze, liegt Neubreisach, die Stadt des Sonnenkönigs. Ludwig XIV. Hatte seinen Architekten Vauban mit dem Bau einer Festung in achteckiger Sternform beauftragt. Seit 2008 zählt die fast vollständig erhaltene Festung zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute ist die Stadt ein lebendes Museum und eines der letzten erhaltenen Denkmale Vaubans. In der Nähe von Neubreisach liegt der Rhein. Wo die deutsch-französische Grenze verläuft, ist der Arbeitsplatz von Jérémy Fuchs. Jeden Morgen um 6 ist er bereits auf dem Wasser unterwegs. Ich genieße diese Kulisse. Das ist ein super Büro. Hier sind wir in Frankreich, in der Nähe des Staudamms. Die Grenze ist in der Mitte des Flusses. Flussaufwärts ist der französische Anteil manchmal etwas größer, je nach Verlauf des Rheins. Sind die Fische französisch oder deutsch?
Ich frage Sie nicht nach dem Ausweis, also weiß ich es nicht. Sagen wir, Sie sind europäisch. Jérémy hat seinen Vorgänger 2020 abgelöst und gehört jetzt zu einer fast ausgestorbenen Berufsgruppe. Ich bin der letzte Fischer auf dem Rhein. Naja, so alt bin ich ja auch noch nicht. Ich bin der einzige Fischer auf dem Rhein, der nur davon leben kann. Pro Tag fischt Jérémy rund 30 Kilo Fisch. Ich lege die Netze abends aus und weiß nie, was sich darin verfängt. Mal sind es viele, mal wenige und manchmal sind spezielle Arten dabei. Ich lege sie an bestimmten Stellen aus und hoffe auf einen guten Fang, aber planbar ist es nicht. Der Rhein ist Lebensraum für Süßwasserfische wie Barben, Karpfen und Hechte. Die möchte Jérémy seinen Kundinnen und Kunden schmackhaft machen. Hier kann ich den Menschen zeigen, dass man sich ernähren und gleichzeitig auf die Umwelt achten kann, indem man den Fisch hier fängt und nicht aus den Meeren holt. Das ist meine Philosophie. Ich bin zwar mein eigener Chef, aber die Natur entscheidet, ob ich etwas fange oder nicht. Der Rest liegt dann in meiner Hand. Jérémys Mission ist es, den Süßwasserfisch aus heimischen Gewässern wieder beliebter zu machen, auch durch die eigene Weiterverarbeitung. Vor den 1930er Jahren wurde hier sehr viel einheimischer Fisch gegessen. Nach dem Krieg setzte der Boom von Meeresfischen ein und die Süßwasserfische bekamen das Image eines Arme-Leute-Essens. Dabei kann man aus ihnen leckere Gerichte machen, selbst wenn sie nicht so viel Wert haben. Die Frage ist, welche Arbeit man hineinsteckt. Die Leute müssen halt das Kochen wieder lernen. Wenn man nicht kocht, ist es schwer, damit etwas Gutes anzufangen. Ich bereite zum Beispiel Quiche aus dem Fisch zu. Das ist leicht zu machen, obwohl manche Fische viele Gräten haben. Ich lege Wert darauf, keine Konservierungsstoffe, Geliermittel und sonstige Zusätze hineinzugeben. Gleichzeitig beliefere ich Spitzenrestaurants mit Fisch, auch Sterne-Restaurants. Indem ich ihnen Süßwasserfisch verkaufe, trage ich dazu bei, dass sich die Gastronomie etwas weiterentwickelt. Was Jérémy nicht selbst nutzt, liefert er in Restaurants in der Gegend. Seine hausgemachten Terrinen und Quiches verkauft er in benachbarten Geschäften, wie hier in der Épicerie Chez Marie in Obersaasheim. Hier sind sie heiß begehrt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Danke. Auf Wiedersehen. Zwischen den Vogesen im Westen und dem Rhein im Osten liegt Colmar. Die Einwohner beanspruchen, die Hauptstadt der Elsässer Weine zu sein. Aber auch kulturell gibt es in Colmar viel zu entdecken. In Klein-Venedig erinnern blumengeschmückte Kanäle an das italienische Pendant. Colmar wird von der Loch durchquert, einem schmalen Fluss, der hier in die Ill und von dort in den Rhein fließt. Kleine Gondeln laden zu romantischen Fahrten auf dem Fluss ein. Im Park Champ de Mars erinnert eine Statue an den in Colmar geborenen Admiral Armand Bruyas. Entworfen wurde sie von Auguste Bartholdi, jenem Bildhauer, der auch die berühmte Freiheitsstatue schuf. Die schenkte Frankreich einst den Vereinigten Staaten. In Colmar steht eine kleinere Version mit lediglich 12 Metern Höhe. Die Stiftskirche Saint-Martin wurde über ein ganzes Jahrhundert erbaut. Sie gilt mit dem Straßburger Münster als wichtigstes Bauwerk gotischer Architektur im Elsass. Der auffällige Turm
wurde nach einem Dachstuhlbrand 1572 neu aufgesetzt, im Stil der Renaissance. Mit 71 Metern dominiert er das Stadtbild von Colmar. Wer ihn erklimmt, sieht in der Ferne den Rand der Vogesen. Mitte September in Krauter-Gersheim. Zeit für die Weißkohlernte. Valentin Weber ist Sauerkrautfabrikant. Bei seinem Zulieferer Vivian Erhard prüft er die Qualität der Ernte. Hallo Valentin. Salut Vivian. Wie geht's? Ganz gut. Was gibt's? Ich wollte mir einen Eindruck verschaffen. Der Kohl sieht sehr reif aus. Ja, wir müssen jetzt ernten. Es ist allerhöchste Zeit. Das stimmt, sonst leidet die Qualität unseres Goldfadenkrauts. Gepflanzt hat Vivian den Kohl Mitte Mai. Geerntet wird rund 100 Tage danach. Wir haben hier einen festen und dichten Kohl. Das heißt, dass er reif ist. Er ist schön weiß, ohne Unreinheiten. Daraus kann jetzt Sauerkraut gemacht werden. Das sind wirklich schöne Kohlköpfe. Ja, wir hatten unsere Probleme mit dem Boden, aber jetzt sind wir froh, dass alles geklappt hat. Jetzt ist er schön fest und wir müssen wirklich ernten. Genau so ist es. Okay, ich mache jetzt weiter. Leg los. Das Elsass stemmt einen Großteil der französischen Sauerkrautproduktion. Rund ein Viertel davon kommt aus Krauter-Gersheim. Aus den reifen Kohlköpfen macht Valentin eine besonders feine Spezialität: das Goldfadenkraut. Bis das auf den Teller kommt, gibt es noch einiges zu tun. Wie Sie vorhin sehen konnten, wird der Kohl auf dem Feld geerntet. Dann wird er entkernt und kommt in die Reinigung, um letzte Unreinheiten zu entfernen. Und dann kommt das Messer ins Spiel. Das heißt, da geht eine Art Hobel drüber, der den Kohl in Fäden schneidet. Das ist ein großes Rundmesser mit mehreren Klingen. Und damit erhalten wir ganz exakt die Feinheit der Fäden, die wir haben möchten. Danach geht es weiter. Mit einer Art riesigem Salzstreuer wird gesalzen. Er steht direkt hinter mir. Und dann geht das Ganze in unsere Gärungssilos und bleibt dort ungefähr 2-3 Monate, je nach Jahreszeit. Die Besonderheit des Goldfaden-Sauerkrauts beginnt schon bei der Auswahl der Kohlsorten. Auf unseren Feldern benutzen wir alte, typisch elsässische Sorten. Wir schneiden den Kohl auch auf besondere Weise mit dem Engelshaarschnitt. So erhalten wir feine und weiße Streifen. Das ist ein traditionelles Produkt. Da steckt noch viel Handarbeit drin. Das Einzigartige dieses Kohls ist wohl der Geschmack. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kohlsorten hat er keinen bitteren Nachgeschmack. Während der Fermentierung braucht es vor allem Geduld. In dieser Zeit gärt das Kraut luftdicht in Lebensmitteltanks. Tonnen Sauerkraut verkauft Valentin pro Jahr nach ganz Frankreich. Das meiste davon aber bleibt im Elsass. Das Sauerkraut ist eine elsässische Tradition. Man isst reichlich davon und meist in Gesellschaft. Das spiegelt wirklich unsere Lebensweise im Elsass wider. Es ist das elsässische Gericht par excellence. Am östlichen Rand der Vogesen schlängelt sich die Weinstraße durch das Elsass, die Route des Vins. Auf 170 Kilometern erstreckt sie sich von Nord nach Süd einmal durch die gesamte Region. An ihrem Wegesrand liegen rund 14.000 Hektar Rebhänge. In der Nähe der Weinstraße in Reichsfeld liegen die Weinberge der Familie Borrès.
10 Hektar messen die Weinreben von Marie-Claire und Pierre Borès. Tochter Marion soll in den nächsten Jahren die Geschäfte übernehmen. Leute, kommt her, wir machen weiter. Ich erkläre nur, was wir machen werden. Sind alle da? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht viele sind. Wir gehen mit unseren Eimern nach unten und verteilen uns auf die letzte Reihe, alle jeweils mit einem halben Meter Abstand. Seit dem 16. Jahrhundert bearbeitet die Familie ihr Land, um Wein zu verkaufen. Marion soll diese Tradition weiterführen. Eine große Verantwortung für die junge Winzerin. Seit etwa 10 Jahren arbeite ich mit meinen Eltern. Wir sind ein alter und gleichzeitig neuer Betrieb. Wir stellen seit Jahrhunderten Wein her, aber erst in den 1980er Jahren haben wir angefangen, einen Teil davon in Flaschen abzufüllen. Wir sind unabhängige Winzer. Soweit ich weiß, bin ich die 9. Generation. Ich habe deswegen keinen Stress, aber ein bisschen Druck ist schon da. Doch das ist eine gute Art von Druck. Im Elsass werden die Trauben meist noch traditionell von Hand geerntet. Das garantiert eine schonende Weiterverarbeitung und ermöglicht eine bessere Auswahl der Trauben. Mutter Marie-Claire, noch Geschäftsführerin, schaut vorbei und ermutigt. Wie geht's? Bist du zufrieden? Funktioniert das? Top für den ersten Tag. Hast du eine gute Truppe? Wir sind ein bisschen zu schnell, aber es läuft gut. Ihr seid zu schnell. Sind sie gut? Ja, top. Die Trauben schmecken gut. Die Leute sind zufrieden. Das ist gut. Ich freue mich. Das Elsass ist als Weinbaugebiet auf der ganzen Welt bekannt. Grund dafür sind das trockene kontinentale Klima und die vielseitigen Böden. Wir haben Glück im Elsass. Hier wachsen 7 verschiedene Rebsorten. Eine rote, der Pinot Noir, und 6 ganz unterschiedliche weiße. Der Riesling ist sehr trocken. Er ist gerade, lebhaft und weiß, was er will. Der Silvaner ist schüchterner, aber auch trocken. Der Weißburgunder nimmt den Mund viel mehr ein, ist aber dennoch leicht. Der Grauburgunder ist noch etwas vollmundiger. Der Muscat ist unglaublich, vor allem auf unserem Schieferboden. Er ist knackig, gleichzeitig frisch und geradlinig. Was habe ich vergessen? Den Gewürztraminer. Der ist für diejenigen, die Charme mögen. Er ist sehr charmant. Chefin Marion sorgt zwischendurch für Pausen, denn die Weinlese ist körperlich anstrengend. Perfekt. Jetzt nochmal auf der anderen Seite. Sie macht das sehr gut. Sogar besser als wir. Vor allem im Umgang mit den Menschen und in der Koordinierung der Erntehelfer. Sie hat einen Sinn für Organisation. Das ist wirklich super. Wir sind begeistert. Es ist wirklich lustig. Mein ganzes Leben lang haben mich Kunden gefragt, denn ich hatte ja schon als Kind Kontakt mit Kunden, ob ich das hier auch machen will. Und ich war mir lange sicher, dass ich das nie machen will. Wirklich niemals. Und dennoch musste ich mich später mit 16 für eine Studienrichtung entscheiden. Und da habe ich mich klar für die Natur entschieden, weil es das ist, was mir immer gefallen hat. Mein Studium hat 3 Jahre gedauert.
gedauert und danach war für mich klar, dass ich diese Richtung einschlagen will. Auch wenn meine Eltern mich nie dazu gezwungen haben. Ich habe dann noch 2 Jahre dran gehängt, um mich auf Weinbau und Weinkunde zu spezialisieren. Die Weinlese dauert insgesamt 6 Wochen. Jetzt im September beginnt für Marion und die ganze Familie eine arbeitsreiche Zeit. Ab heute haben wir viel zu tun. Wir beginnen mit den Arbeiten im Keller. Das ist nicht viel, aber es muss getan werden. Als ersten Schritt müssen wir den Traubensaft dekantieren lassen. Dabei trennen wir den hellen vom dunklen. Je nach Wein kommen danach die Säfte entweder in die Fässer aus Stahl oder in die aus Holz. Und was ist jetzt das Besondere am Elsässer Wein? Das Einzigartige im Elsass ist der Schieferboden. Allein hier in diesem Sektor gibt es ein Gebiet mit Schieferboden, das 4 Weindörfer über sich hat. Natürlich gibt es nicht nur Schiefer, es gibt auch Sand und Kalkstein. Daher ist es interessant, hier im Elsass überall mal zu probieren und von allem etwas im Keller zu haben. Denn der Boden ist entscheidend und nicht nur, dass der Wein aus dem Elsass kommt. An der Weinstraße liegen die 4 malerischsten Orte der ganzen Region. Die 4 Wunder des Elsass. In Ribeauvillé thronen die Ruinen mittelalterlicher Burgen majestätisch über der Stadt. Egisheim nahe Colmar ist schon mehrfach als schönstes Dorf Frankreichs ausgezeichnet worden. Gut erhaltene Fachwerkhäuser und üppige Blumen sorgen für Fotomotive en masse. Das 3. Wunder, Require, hat seinen Ursprung in der Römerzeit. Dank des Weinanbaus floriert das Städtchen seit dem Mittelalter. Heute neben dem Weinbau vor allem durch den Tourismus. Das 4. Wunder ist die Geburtsstadt Albert Schweitzers, Kaisersberg. Mitte November. Es ist kalt geworden im Elsass. Jetzt beginnt die Sauerkrautsaison. Sauerkrautfabrikant Valentin beliefert einige Stammkunden noch selbst mit seiner Delikatesse, dem Goldfadenkraut. Zum Beispiel Patrick Frietz. In Ottrott, am Rande der Zentralvogesen, führt er das Hotel und Restaurant à l'Ami Fritz. Hallo, wie geht's? Grüß dich. Und selbst? Danke, gut. Hast du das Sauerkraut mitgebracht? Ja, das Goldfadenkraut. Okay, gut. Ich nehme es dir ab. Zack. Schönen Tag noch. Dir auch. Lange stritten Deutsche und Franzosen um die Herkunft des weißen Krauts. Vermutlich waren es aber die Chinesen, die das Sauerkraut erfanden. Als Kraftnahrung für Schwerarbeiter. Mehr denn je gilt Sauerkraut heute als gesundes Superfood. Auch wenn die Geschmäcker bei der Zubereitung auseinandergehen. Normalerweise ist die Choucroute ja sauerlich. Und im Elsass, die Leute wollen kein sauerliches Sauerkraut. Ne? Und da muss man schon es mild anbringen, aber es muss trotzdem auch ein bisschen Säure haben. Sonst ist das zu neutral. Kompliziert ist das Rezept nicht. Alle Bestandteile des garnierten Sauerkrauts werden im Elsass in einem einzigen Topf gegart. Rein kommt alles, was würzig und deftig schmeckt. Neben Wein und Gewürzen ist das vor allem Fleisch. Im Restaurant da biete ich das Choucroute traditionell an. Das heißt mit 7 Beilagen. Das heißt mit dem Speck.
mit dem Collet de Porc Salé. Und dann kommen 3 Sorten Wurst. Das heißt die Blutwurst, die Straßburger Knackwurst. Dann gibt es auch so eine gebratene Bauernwurst. Das wird ca. 1,5 Stunden köcheln. Und danach ist das Fleisch gar. Und wenn das Fleisch gut ist, ist das schon gut auch gekocht. Benannt ist das Restaurant übrigens nicht nach dem Koch. Also der Name kommt von dem Roman von Erckmann Chatrian. Der Ami Fritz, das war so ein ganz lustiger Mann, der aß gerne und trinkte gerne auch. Das war ein richtiger, dann könnte man zum Elsässer vergleichen, der richtige gute Elsässer. Nicht? Und das ist so eine Sage, die dreht sich da um das Le bon vivre en Alsace, das gute Leben im Elsass. Mein Beitrag zum Elsass, wenn jemand jetzt zu uns kommt, der lebt Elsass. Wir waren keine internationale Küche, wir waren schon eine Küche, die mit den elsässischen Produkten und mit den elsässischen Rezepten gemacht wird. Ne? Die Gäste, die hierher kommen, die wollen schon elsässische Küche essen. Und das machen wir. Als Alternative zur fleischhaltigen Version gibt es eine etwas leichtere Variante mit dreierlei Fisch. Jetzt machen wir auch die Choucroute de Poisson. Das ist ja auch eine Spezialität. Choucroute de Poisson, das gibt es schon von vielen, vielen Jahren. Das war früher direkt am Rhein. Die hatten ja kein Fleisch am Rhein, die hatten ja nur Fisch. Und die haben dann den Fisch mit dem Sauerkraut zusammen gekocht. Und das passt auch sehr gut. Das Ganze wird mit einer cremigen Beurre Blanc verfeinert. Das L'Ami Fritz ist über die Gegend hinaus für sein Sauerkraut berühmt. Das gibt es das ganze Jahr über. Guten Appetit. Die Herrschaften, wie ist das Sauerkraut? Das schmeckt großartig, wirklich super. Vielen Dank. Die Fische sind herrlich und die Soße super gut. Alles ist sehr aromatisch, sehr, sehr gut. Danke. Weiterhin guten Appetit. Hoch über Ottrott und dem L'Ami Fritz thront der Odilienberg, benannt nach der heiligen Odilia. Der Legende nach wacht sie als Schutzherrin des Elsass über die Region. Fürs Dessert geht es zurück in den Norden. Direkt an der deutschen Grenze liegt Weißenburg. Abseits der Touristenroute gehört das Städtchen seit 2008 zu den Plus beaux des Tours de France, den 100 reizvollsten Städten, die einen kleinen Umweg wert sind. Grund dafür ist auch die Patisserie von Daniel Ribert. Daniel ist vielfach ausgezeichnet für seine Macarons, Schokoladen und Tortenkreationen. Aber auch dem Gugelhupf hat er sich verschrieben. Dessen Geschichte und wie er ins Elsass kam, ist umstritten. Manche behaupten, schon die heiligen 3 Könige haben dahinter gesteckt. Eine Legende besagt, dass die auf ihrem Rückweg von Bethlehem im Elsass vorbeikamen. Wieder andere erzählen, niemand Geringeres als Marie Antoinette habe den Kuchen von Österreich nach Frankreich gebracht, als sie König Ludwig XVI. Heiratete. Wir produzieren Kohlhof das ganze Jahr. Früher haben wir Freitag gemacht für Samstag, Sonntag. Die Alten essen nur Kohlhof Sonntagmorgen und Samstagmorgen, Sonntagmorgen, wenn sie zu Hause sind. Aber heute ist es ein Produkt für die Touristen auch. Dann ist es Kohlhof immer ein Produkt, wie mit ankommt. Ist auch gut zum Mitnehmen und zum Essen, nicht so kompliziert. Das Eigenartige bei uns, wir arbeiten auf die Qualität von der Butter. Je besser die Butter ist, je besser ist der Kohlhof. Und dann passen wir auf, so wenig Hefe reinzumachen wie möglich, dass der Kohlhof doch schön
saftig bleibt. Neben guter Butter, Hefe, Mehl, Zucker und Eiern dürfen auch Rosinen als Geschmacksgeber nicht fehlen. Daniel verfeinert den Gugelhupf dazu noch mit Orangenlikör. Der Alkohol verfliegt, macht den Teig aber noch saftiger. Für mich ist der Gugelhupf auch ein Symbol von Zusammenkommen und von Festlichkeit und auch von Wochenende, von Zeit zu haben, für Genießung, für Genießen zusammen mit ein Glas Weißwein, natürlich aus dem Elsass. Obwohl Daniel über das Elsass hinaus zu den besten Feinbäckern in Frankreich gehört, will er sein Geschäft nicht über die Region hinaus expandieren. Für ihn zählt die Liebe zu guten Produkten und Backen als Handwerk. Und diese Leidenschaft zu haben, nur Produktivität, auch klein, nicht zu groß zu werden, klein zu bleiben und die Produkte der Preis verlangen. Aber es gibt eine Kundschaft, die das bezahlt dann, die keine Massenprodukte will. Und in der Tat, diese Kundschaft gibt es hier in Weißenburg. Wenn es kalt wird im Elsass, sind vor allem die herzhaften Speisen gefragt. In Haguenau, im Nordosten des Elsass, wohnt Jean-Michel Krüt. Von Beruf Metzger hat er auch privat große Freude am Kochen. Sobald es Herbst wird, kocht er für Freunde und Familie Bäckeoffe, einen Klassiker elsässer Bodenständigkeit. Disons, ça a été créé pour le simple fait que Bäckeoffe wurde erfunden, weil es früher keinen anderen Weg gab, Fleisch zu konservieren. Wenn im Dorf ein Schwein, ein Schaf und ein Rind geschlachtet wurden, war das eine Menge Fleisch. Aus dieser Zeit stammt das Gericht. Es ermöglichte den Leuten, die Fleischreste zu verwerten. Sie wurden in einem Bäckeoffe gekocht. Natürlich bauten die Leute damals Gemüse in ihrem Garten an. Jeder hatte sein eigenes Rezept. Weißwein hatte natürlich auch jeder zu Hause. Die Rezepte für Bäckeoffe unterscheiden sich bis heute von Haushalt zu Haushalt. Das Trio Rind, Lamm und Schweinefleisch ist aber in jeder Variante dabei. Neben Gemüse, Gewürzen und einem kleinen Schuss Riesling. Zusammen ergibt das Soul Food aus dem Elsass. Im Winter, wenn es kalt ist, kommt so ein Gericht am Ende des Tages auf den Tisch. Der Ofen hilft, den Raum zu heizen und sorgt für eine schöne Atmosphäre. Bis zu 4 Stunden bleibt der Topf im Ofen. Es ist dann schön warm, es gibt einen herrlichen Eintopf, der gut passt. Man unterhält sich gut und zack, verfliegen die Sorgen der Woche von ganz allein. Guten Appetit und Prost! Zurück in Fréland beginnt für Imker Olivier ein langer Winter. Heute ist es sehr kalt, -4 Grad.
Je kälter es ist, desto enger rücken die Bienen zusammen, um sich warm zu halten. Wenn es kalt wird, schließen sich seine Bienenvölker in einer Traube zusammen. So können sie bei niedrigen Temperaturen überleben. Die Bienen bleiben im Stock, im Warmen, ganz eng beieinander und so nah wie möglich an der Königin und am Honig. Es ist wie bei den Menschen an Weihnachten. Wir wollen gerne mit der Familie im Haus am Ofen sein. So machen es auch die Bienen zur Weihnachtszeit. Ich höre das Rascheln der Bienen. Es geht ihnen gut. Durchs Klopfen kann man die Anzahl der Bienen in der Traube hören. So weiß ich, dass es ihnen gut geht. Sie antworten mir. Beruhigt kann Olivier zurück in seine Imkerei fahren. In der Zeit vor Weihnachten würde die eigentlich stillstehen. Aber die Gottorps nutzen die Ruhe, um aus einem Teil der Ernte des vergangenen Jahres Lebkuchen zu backen. Den bieten sie auf Weihnachtsmärkten in der Umgebung an. Lebkuchen fand ich schon immer faszinierend und sehr lecker. Das erste Mal habe ich ihn im Zentralmassiv probiert, bei einem Imker, bei dem ich gearbeitet habe. Babette, die Frau des Imkers, hat den Lebkuchen gebacken. Er war köstlich. Das hat mich inspiriert, selbst welchen zu backen und zu verkaufen, sobald ich meinen eigenen Betrieb hatte. Die Lebkuchen kamen so gut an, dass Olivier und Isabelle inzwischen bis zu 1,5 Tonnen pro Saison verkaufen. Eine Menge Arbeit. Ich denke, in Alsace, die Menschen sind assez Für mich sind die Elsässer ziemlich arbeitsam. Vielleicht liegt es am etwas raueren Klima, dass die Leute hier entschlossener sind. Auch in den Gärten hier ist immer alles ordentlich. Es liegt im Wesen der Elsässer, dass alles schön und gut gemacht sein muss. Diesen Willen, schöne Produkte auszustellen, findet man auch auf den Weihnachtsmärkten. Das ist der elsässische Charakter. Ich pense vraiment que c'est un peu dans le caractère alsacien. Ich habe das Rezept ein bisschen verbessert und ihm eine kleine persönliche Note verliehen. Ein traditioneller Lebkuchen hat kein Fett, kein Ei, keine Milch und keine Konservierungsmittel. Ausschließlich Honig, Mehl und die Gewürze. Am Anfang gibt man noch etwas Wasser dazu. Das verdampft aber beim Backen und verleiht dem Honig seine Weichheit. Der Verkauf von Lebkuchen hat im Elsass lange Tradition. Schon früher boten viele Höfe aus Weinbau oder Landwirtschaft Lebkuchen als Nebenverdienst an. Die Zutaten Honig, Mehl und eine Gewürzmischung kamen bei den meisten zum Einsatz. Olivier und Isabelle bieten neben der klassischen Version auch Varianten mit Schokolade und Orangenaroma an. Doch der Honig aus der Jahresernte bleibt die wichtigste Zutat. Frisch verpackt geht es bald los zum Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt. Das Elsass ist für seine Weihnachtsmärkte berühmt. Einer der authentischsten ist der in Kaisersberg. Neben den klassischen Ständen gibt es hier besonders viele Händlerinnen und Händler aus der Region, die alles anbieten, was sie über das Jahr im Elsass hergestellt haben. So auch Isabelle und Olivier Gottorp.
Den Leuten gefällt es, das freut uns. Aber wir sind froh, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt. In den nächsten 3 Monaten können wir uns ausruhen. Die Imkerei ist ziemlich intensiv. Man muss viel Zeit investieren, um die Bienen so gut wie möglich zu begleiten. Dann wird es etwas ruhiger bis zur Lebkuchenzeit, in der wieder viel zu tun ist. Brauchen Sie eine Tüte? Probieren Sie gerne. Wir freuen uns, dass nun alles zu Ende geht und wir Weihnachten in Ruhe feiern können, während die Bienen sich ausruhen. Und wir sind froh, dass wir die Menschen mit unseren guten Produkten glücklich machen können. Mitten in der Innenstadt befindet sich das Sterne-Restaurant von Olivier Nasty. Für ihn ist der Kaisersberger Weihnachtsmarkt der schönste im Elsass. Und sein Glühwein vermutlich der beste. Hugo, weißt du, was du noch hinzufügen könntest? Mathieu kann dir die Orangen und Zitronen mit dem Zimt, die vorher drin waren, bringen. Und dann gibst du in jedes Glas ein klein wenig davon. In die Gläser? Genau, ein bisschen Orange. Ja klar, mache ich. Die Weihnachtszeit ist für uns alle eine magische Zeit. Man bereitet sich auf die Feiertage vor. Der Tourismus wird für uns wichtiger. Aber es ist auch eine kulinarische Zeit, voller Traditionen. Foie Gras, Austern, Lachs, Wild. All diese Gerichte sind jetzt gefragt. Man bereitet viel vor, was man davor, danach oder währenddessen isst. Es gibt Plätzchen, Kuchen und Herzhaftes. Für mich fängt Weihnachten am 1. Advent an oder am Wochenende davor und endet an den Weihnachtsfeiertagen. Und so neigt sich ein kulinarisches Jahr im Elsass seinem Ende zu. Wir geben uns Mühe, unsere Häuser zu schmücken und ein schönes Zuhause zu haben. Jeder will das Schönste im Dorf haben. Das ist fast eine Art Kampf oder ein Wettbewerb zwischen uns allen. Ein schön dekoriertes Haus zu haben. Zum Wohl. Ihr habt ja gar nichts. Alles leer.